Wir freuen uns, Sie hier zu haben. Wir machen heute nicht nur, hören wir die Lautsprecher von Wilson Audio, die 4 Jahreszeiten in der Winteredition, schön in weiß-blau, limitiert. Die D'Agostino Endstufen, die D'Agostino Vorstufe, das digitale Set von DCS Vivaldi, der Torrens New Reference, dabei ist das Bassorek, Verkabelung von Nordost, Odin 2, wir haben relativ groß oben ins Regal gegriffen und da hinten in der Ecke steht der Stromtank der Alpha, da hören wir auch gleich noch ein bisschen was zu. Und wie immer fangen wir ein bisschen mit Musik an, wir fahren erstmal was Analoges. Ja, und klassisch, weil der Wunsch kam gestern, dass wir auch mal was Klassisches spielen. Du hast recht. Die Witches Brew. Und das ist eine alte Living Stereo Aufnahme als Reissue. Und wir hören jetzt Bilder einer Ausstellung. Herzlich willkommen, mein Name ist Mielecki. Ich komme aus der Hi-Fi-Branche, bin der Gründer von der Firma MBL, falls es jemandem bekannt ist, und kenne mich schon seit 30 Jahren, über 30 Jahre in der Branche aus. Habe meine Firma verkauft und habe mich dann neu orientiert. Und zwar war die grundsätzliche Frage, was mache ich, wenn ich was Neues mache? Da war die Frage, baue ich noch einen Lautsprecher? Gibt es schon so viele gute Lautsprecher, neue Endstufen, gibt es so viel Auswahl. Und so, also habe ich überlegt, naja, schauen wir mal, was wäre vielleicht notwendig, um einen besseren Klang zu erzeugen. Es gibt 2 grundsätzliche Punkte für gute Musik. Wenn Sie eine gute Anlage haben, ist der eine Punkt, der die Musik verschlechtern kann, die Aufnahmequalität. Wenn Sie eine schlechte Aufnahme haben, dann klingt es einfach schlecht. Dann gibt es der zweite Punkt, ist die Stromversorgung. Wenn Sie einen Stecker aus der Steckdose ziehen, dann hört die Musik auf zu spielen. Also das sind die Extremfälle. Ja. Nun ist es so, dass wir heutzutage oder schon seit 10 Jahren Stromversorgung haben, die sehr viel Schmutz drauf hat, wie man so schön sagt. Also Störungen, Verzerrungen und ähnliches. Der Sinus ist heutzutage nicht mehr sinusförmig, sondern ist sehr zerklüftet. Auf der Stromversorgung liegen Internetsignale, Internet über Powerline, die über die Stromversorgung gehen. Da haben Sie Ihre Mikrowelle drauf, da ist Ihre Wärmepumpe eventuell drauf, da ist Ihr Ladegerät mit dran von Ihrem Elektroauto oder die andere haben ihr Elektroauto dran. Also es ist eine Menge Schmutz, der reinkommt in die Versorgung. Und das heißt, Sie haben nicht nur Spannungsschwankungen zwischen 220 Volt bis 240 Volt, ja, die Ihren Klang beeinflussen, sondern Sie haben auch eine Menge hoher Frequenzen in den Leitungen drin, die Ihren Sinus stören und auch Ihre Anlage stören und die Musiksignale stören. Also habe ich gesagt, gut, machen wir doch mal Folgendes, ja, gucke ich mir mal an, was kann man denn tun? Filter gibt es ja schon seit geraumer Zeit, aber Filter können eben nur bestimmte Sachen Signale rausfiltern und ist einfach etwa so zu verstehen, wenn Sie ein Glas Wasser aus einem Dorfteich nehmen, schütten es in ein sogenanntes Filter rein, dann kriegen Sie am Ausgang trinkbares Wasser. Das ist okay, Sie können es trinken, obwohl es vorher sehr verschmutzt war. So.
Aber wenn Sie an die Quelle gehen und sich da ein Glas Wasser holen, ist es wirklich was anderes. Und nun haben wir gesagt, okay, wir können dem Netz nicht vertrauen, wir entkoppeln uns vom Netz, von der Netzspannung. Also wie machen wir das? Wir haben LFP, Lithium-Eisenphosphat-Batterien genommen, 16 Stück in Reihe geschaltet, haben eine Elektronik gebaut, die die Batterien wirklich absolut gleich machen, dass wenn ein Impuls kommt, eine Belastung kommt, ein Stromimpuls, dass die nicht nachgeben, sondern ein stabiles Fundament bilden, dann einen sogenannten Wechselrichter, der die Gleichspannung der Batterie in Wechselspannung umwandelt, und zwar in einer Form der einen absolut sauberen Sinus und absolut störungsfrei von jedweder Netzverschmutzung. So, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben in unserem Gerät, das ist das rot-weiße Gerät, was Sie hier drüben sehen, ist ein Stromtank. Da haben wir Folgendes jetzt gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen 2 Modi, denn Sie müssen die Batterie auch laden können. Ne? Also im blauen Modus, den Sie jetzt haben, ist dieses Gerät netzgekoppelt. Ne? Und man lädt die Batterie und kann, wie Sie eben gehört haben, man kann auch Musik hören. Und auch gar nicht so schlecht, sondern gut. Ne? So. Aber ja, wir können dann umschalten auf einen grünen Modus, dann trennen wir uns vom Netz allphasig, ja, mechanisch über spezielle Relais, ja, und sind dann völlig unabhängig vom Netz. Ja. Und wenn der Strom ausfällt, können Sie in Ruhe weiter Ihre Musik hören. Sie merken das gar nicht, denn die Umschaltung von Netz auf Batterie erfolgt in 10 Millisekunden, also unhörbar, halbe Halbwelle. Ja. Und Sie können, wir führen die Musik nochmal vor, im netzgekoppelten Modus und führen Musik vor im Batteriemodus. Und dann bilden Sie sich bitte selber Ihr Urteil, wie Sie es empfinden, diese Geschichte. So. Ja, das ist unser Top-Gerät, der Stromtank. Und ich denke, ich spiele jetzt mal ganz kurz, oder lasse Musik anspielen. Und dann schalte ich während der Musik mal auf diesen grünen, auf den Batteriemodus um. Ich schalte mal um. So, okay. Sie konnten sich jetzt ein Bild machen davon, ob es einen Unterschied gibt oder nicht. Ja. Generell ist es so, die Hauptunterschiede liegen daran, dass die Violinen nicht mehr so harsch sind und dass auch das Bild etwas weiter nach hinten geht und das sogenannte Hintergrundrauschen weggeht. Ja. Aber man muss etwas länger hören, um sich diese Sachen auch zu erfahren. Ja. Wir werden es jetzt gleich nochmal machen mit einem Popstück. Ja, da ist es also nicht ganz so deutlich dann zu hören, aber trotzdem ist bestimmt auch für Sie interessant, das an dieser Richtung dann nochmal selber beurteilen können, wie das klingt, wenn wir auf den nicht gekoppelten Modus umschalten. Gut, ich fange an. Wir nehmen Trevor Horn, Slave to the Rhythm. Das ist eine Neuaufnahme mit Lady Blackbird. Die macht viel Spaß. Work all day has
oben. Mal sehen. Work to the rhythm, live to the rhythm, love to the rhythm, slave to the rhythm. Vier bis 6 Stunden können Sie Musik hören mit einem einmal vollgeladener Batterie. Und sie lädt dann automatisch wieder voll, wenn die Batterie unten ist. Die Batterie ist designt für 6000 Zyklen Lebensdauer. Das heißt, wenn Sie einmal die Batterie entladen und wieder laden, ist ein Zyklus. Wenn Sie es jeden Tag 4 Stunden Musik hören zum Beispiel, dann haben Sie 365 Zyklen im Jahr. In 10 Jahren 3650, also sind so zwischen 10 und 20 Jahren ist die Batterielebensdauer angesetzt. Lebensdauer heißt aber, dass die Batterie von 100 auf 80% zurückgeht. Das heißt nicht, dass Sie jetzt nicht mehr hören können, Batterie wegwerfen müssen, sondern die ist dann auf 80% runter. Also die Zeit ist vielleicht von 4 Stunden dann auf 3 Stunden zurückgegangen, die Sie hören können. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck bekommen, was der Stromtank leisten kann. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, dass ich unser Gerät vorstellen konnte und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei der weiteren Musikvorführung. Go to play some music. About it down. Hope you can use it. Schalten wir jetzt um. Jetzt grün. Steve Smith. Said it's got Henderson. Said a Victor Wooten. Das Kabel. Go play some music. Take a vital tone. Hope you can use it.